Es war der 31. August 1986. Die Isle of Jersey lag eingebettet in das glitzernde Blau des Ärmelkanals, umspült von einer sanften Meeresbrise. Im Darrell Wildlife Park, einem Ort, der nicht nur als Zoo, sondern als Arche Noah für bedrohte Tierarten weltberühmt war, begann der Tag mit dem rituellen Erwachen der Natur. Die Pfleger bereiteten die Reviere vor, das Geheul der Gibbons hallte durch die Alleen und der Duft von frischem Heu vermischte sich mit der salzigen Luft. Lucas, ein aufgeweckter 5-jähriger Junge mit strohblonden Haaren und einer unbändigen Energie, ahnte nicht, dass dieser Tag sein Schicksal besiegeln würde. Er war mit seiner Familie aus West Sussex angereist. Für Lucas war der Besuch im Zoo wie der Eintritt in eine andere Dimension. Er rannte voraus, blieb an jedem Gitter stehen und stellte Fragen, auf die selbst seine Eltern kaum Antworten wussten. Seine Augen leuchteten vor Begeisterung, ein Spiegelbild der unschuldigen Neugier, die nur Kindern zu eigen ist. Gegen Mittag erreichte die Familie das Gorilla-Gehege. Es war eine beeindruckende Anlage. Ein tiefer, begrünter Graben trennte die Besucher von der Gorilla-Gruppe. Die Mauern waren steil und aus glattem Stein gefertigt, entworfen, um die mächtigsten Primaten der Erde sicher zu verwahren. Lucas drängte sich nach vorne. Er wollte Jumbo sehen, den legendären Silberrücken, von dem er in der Lokalzeitung gelesen hatte. »Vorsichtig, Lucas«, rief sein Vater noch, doch in diesem Moment geschah das Unvorstellbare. Der Junge, getrieben von dem Wunsch, einen besseren Blick zu erhaschen, verlor das Gleichgewicht. Seine kleinen Hände fanden keinen Halt am polierten Metall der Absperrung. Ein kurzer, unterdrückter Keuchlaut, und dann gab es kein Zurück mehr. Die Schwerkraft riss ihn gnadenlos in die Tiefe. Der Sturz dauerte nur Sekunden, doch für die Augenzeugen fühlte es sich an, als würde die Zeit zähflüssig wie Honig. Lucas schlug mit dem Kopf auf dem Betonrand des Grabens auf, bevor er regungslos auf dem Grasboden zum Liegen kam. Ein markerschütternder Schrei seiner Mutter durchschnitt die plötzliche Totenstille. Lucas rührte sich nicht. Er lag da wie eine zerbrochene Puppe, während über ihm die Panik ausbrach. In der Mitte des Geheges, auf einem erhöhten Felsplateau, saß Jumbo. Geboren im Basler Zoo, war er ein Prachtexemplar seiner Gattung. Ein 160 Kilogramm schwerer Silberrücken, dessen Gene rein und dessen Instinkte geschärft waren. Er war mehr als nur ein Tier, er war ein Patriarch, ein weiser Anführer, der über eine Gruppe von Weibchen und Jungtieren herrschte. Als Lucas aufschlug, drehte Jumbo langsam den Kopf. In seinen dunklen, tiefliegenden Augen spiegelte sich eine Intelligenz wider, die Millionen von Jahren der Evolution in sich trug. Er erhob sich, seine massiven Schultern spannten sich an und sein silbernes Rückenfell glänzte wie flüssiges Metall in der Mittagssonne. Mit einem rhythmischen, schweren Gang begann er den Abstieg in den Graben. Die Menschen auf der Tribüne erstarrten. Ein Gorilla-Angriff war das, was jeder befürchtete. Die Urangst des Menschen vor dem wilden Tier, vor dem unkontrollierbaren Giganten des Dschungels, brach sich Bahn. »Er wird ihn töten«, schrie ein Mann in der Menge. Kameras klickten, Tränen flossen und die Atmosphäre war geschwängert von einer existenziellen Angst. Jumbo erreichte den bewusstlosen Lucas. Er blieb stehen und baute sich in seiner vollen Größe auf. Er war so nah, dass ein warmer Atem Lucas' Wange gestreift haben muss. Doch anstatt zu brüllen oder sich auf die Brust zu trommeln, tat Jumbo etwas, das alle zoologischen Theorien jener Zeit erschütterte. Er setzte sich. Er positionierte sich so, dass sein massiver Körper zwischen Lucas und den anderen Gorillas stand. Die jüngeren Tiere der Gruppe, getrieben von jugendlicher Neugier und hormoneller Aufregung, kamen näher. Ein junges Männchen machte einen aggressiven Ausfallschritt. In diesem Moment zeigte Jumbo, warum er der Anführer war. Mit einer blitzschnellen Bewegung seines Arms und einem tiefen, vibrierenden Grollen, das man bis in den Magen der Zuschauer spüren konnte, wies er sie in die Schranken. Er zog eine Grenze im Sand, die niemand zu überschreiten wagte. Es war eine Demonstration von souveräner Autorität.
Er schützte das fremde Wesen nicht nur vor seiner eigenen Art, sondern auch vor dem Stress der schreienden Menschenmenge über ihnen. Er schuf einen Kokon der Ruhe inmitten eines tobenden Sturms. Die Minuten verstrichen. Lucas war immer noch ohne Bewusstsein. Jumbo begann nun, sich dem Kind zuzuwenden. Mit einer Zärtlichkeit, die jede menschliche Vorstellungskraft überstieg, begann er, den Jungen zu untersuchen. Er benutzte seine riesigen Hände, die in der Lage wären, einen menschlichen Schädel wie eine Eierschale zu zerdrücken, mit der Präzision eines Chirurgen. Er strich Lucas über den Rücken. Es war ein vorsichtiges Abtasten, ein Prüfen, ob das kleine Wesen noch lebte. Wissenschaftler, die das Video später analysierten, stellten fest, dass Jumbo Anzeichen von Besorgnis zeigte, ein Verhalten, das man bis dahin fast ausschließlich Menschen zugeschrieben hatte. Er strich dem Jungen durch das Haar, ganz leicht, fast wie ein zärtlicher Windhauch. In diesem Moment war Jumbo nicht mehr der wilde Affe, er war ein Wächter, ein Bruder, ein Heiler. Plötzlich ein kurzes Zucken. Lucas' Augenlider flatterten. Als er zu sich kam, war sein erster Sinneseindruck der Geruch, ein schwerer, moschusartiger Duft nach Erde und wildem Leben. Dann sah er das Gesicht. Jumbos Antlitz war nur Zentimeter von seinem entfernt, die massiven Kiefer, die dunkle Nase, die faltige Stirn. Lucas begann zu weinen. Es war kein gewöhnliches Weinen, es war die nackte, unverfälschte Panik eines Kindes, das glaubt, in einem Albtraum gefangen zu sein. Die Schreie hallten von den Betonwänden des Grabens wider. Oben hielten sich die Menschen die Ohren zu, unfähig, das Leid des Kindes zu ertragen. Sie warteten auf die Katastrophe. Doch Jumbo bewies eine emotionale Reife, die sprachlos machte. Er erkannte sofort, dass seine Anwesenheit, die er selbst als Schutz gedacht hatte, für Lucas die Quelle des Terrors war. Er reagierte nicht mit Verwirrung oder Aggression, er traf eine bewusste Entscheidung. Er stand ruhig auf, drehte sich um und führte seine Gruppe weg in den hinteren Bereich des Geheges. Er wich zurück, um Platz für die menschlichen Retter zu machen. Er wusste, dass seine Arbeit getan war. Das Rettungsteam des Zoos, bestehend aus erfahrenen Pflegern und Sanitätern, hatte im Hintergrund unter Hochdruck gearbeitet. Brian Cassane, einer der Pfleger, der Jumbo seit Jahren kannte, koordinierte den Einsatz. Sobald Jumbo den Weg freigemacht hatte, stiegen die Männer in den Graben hinab. Es war eine Operation am offenen Herzen der Natur. Während 2 Männer Lucas sicherten, behielten die anderen mit Betäubungsgewehren die Eingänge zu den Innenstellen im Auge. Doch die Waffen waren nicht nötig. Jumbo saß im Schatten eines Baumes und beobachtete die Szene mit einer stoischen Gelassenheit. Er schien fast erleichtert zu sein, dass die Seinen nun übernommen hatten. Lucas wurde behutsam in eine Trage gelegt. Sein kleiner Körper bebte vor Schock, doch er war am Leben. Als er oben über den Rand des Grabens gehievt wurde und in die Arme seines weinenden Vaters zurückkehrte, brach auf der Aussichtsplattform ein Jubel aus, der bis in die Stadt Jersey zu hören war. Der Vorfall von Jersey wurde zu einem der am besten dokumentierten Fälle von interspezifischem Altruismus. Die Videoaufnahmen gingen um den Globus. In Universitäten von Oxford bis Harvard wurde über Jumbo diskutiert. Man musste die Definition von Menschlichkeit hinterfragen. Wenn ein Tier, das wir als wild bezeichnen, in der Lage ist, die Verletzlichkeit einer anderen Spezies zu erkennen und sein eigenes Verhalten entsprechend anzupassen, was unterscheidet uns dann noch wirklich? Biologen prägten neue Begriffe für das, was Jumbo getan hatte. Sie sprachen von kognitiver Empathie. Jumbo hatte nicht nur instinktiv gehandelt, er hatte die Situation analysiert, die Gefahr durch seine Artgenossen erkannt, die Angst des Kindes verstanden und schließlich den strategischen Rückzug angetreten. Es war eine intellektuelle Meisterleistung in einem Körper aus Muskeln. Jahre vergingen, Jumbo wurde zum Wahrzeichen von Jersey. Tausende Menschen besuchten den Zoo, nur um einen Blick auf den sanften Riesen zu werfen.
Er wurde Vater von vielen Jungtieren und festigte den Ruf des Doral Wildlife Parks als Zentrum für exzellente Tierhaltung. Doch die Zeit macht vor niemandem Halt, auch nicht vor Königen. Im Jahr 1992 verschlechterte sich Jumbos Zustand. Er litt an chronischen Beschwerden und eines Morgens fanden ihn die Pfleger leblos in seinem Stroh. Die Nachricht von seinem Tod löste eine weltweite Welle der Trauer aus. Es war, als wäre ein großer Staatsmann gestorben. In der Gedenkstätte des Zoos wurde eine Bronzestatue errichtet. Sie zeigt Jumbo nicht beim Brüllen, sondern in jener nachdenklichen, sitzenden Haltung, die er an jenem Schicksalstag eingenommen hatte. Lucas Merritt, der Junge, der in den Graben fiel, wuchs unter dem ständigen Schatten, oder besser gesagt, dem Schutz dieser Erinnerung auf. Er wurde nicht durch das Trauma gelähmt, sondern durch die Gnade des Gorillas inspiriert. In seiner Jugend wurde er oft interviewt, doch mit der Zeit suchte er die Stille. Er begann sich intensiv mit dem Erhalt der Regenwälder zu beschäftigen. Lucas verstand, dass Jumbo ihm das Leben geschenkt hatte, und er fühlte die moralische Verpflichtung, dieses Geschenk zurückzugeben. Heute ist Lucas ein anerkannter Naturschützer. Er verbringt Monate in den Bergwäldern Afrikas, um die letzten wilden Gorillas vor Wilderern und dem Verlust ihres Lebensraums zu schützen. Wenn er im dichten Dschungel einem wilden Silberrücken gegenübersteht, spürt er keine Angst. Er spürt eine tiefe Verbundenheit. Er weiß, dass hinter der einschüchternden Fassade dieser Tiere ein Bewusstsein schlummert, das uns in seiner Reinheit oft überlegen ist. Die Geschichte von Jumbo und Lucas ist heute, Jahrzehnte später, aktueller denn je. In einer Welt, die oft von Spaltung, Aggression und Unverständnis geprägt ist, dient die Tat eines Gorillas als leuchtendes Beispiel für Mitgefühl. Jumbo kannte keine Vorurteile, er sah keinen Menschen, er sah kein Objekt, er sah ein Leben, das gerettet werden musste. Das Denkmal in Jersey ist mehr als nur Metall. Es ist ein Altar der Empathie. Wenn Kinder heute vor der Statue stehen, lernen sie, dass wahre Stärke darin liegt, sanft zu sein. Sie lernen, dass wir die Wächter unserer Mitgeschöpfe sein sollten, so wie Jumbo der Wächter von Lucas war. Lucas selbst sagt oft in seinen Vorträgen: Jumbo hat mir nicht nur das Leben gerettet, er hat mir gezeigt, was es bedeutet, eine Seele zu haben. Er hat die Barriere zwischen uns niedergerissen und mir gezeigt, dass Liebe und Schutz keine Grenzen kennen, weder Zäune noch Spezies. Wenn die Nacht über den Zoo von Jersey hereinbricht und die Besucher gegangen sind, herrscht eine magische Stille. Der Mond spiegelt sich in der Bronzestatue von Jumbo. Man könnte fast meinen, im Rascheln der Blätter sein tiefes Grollen zu hören. Die Geschichte ist zu Ende, aber ihre Wirkung hallt ewig nach. Sie ist ein Beweis dafür, dass das Wunderbare überall passieren kann, sogar in einem staubigen Graben eines Zoos. Ein Gorilla und ein Junge, verbunden durch einen Moment der absoluten Verletzlichkeit, haben die Welt daran erinnert, dass wir alle Teil eines großen, zerbrechlichen Netzes des Lebens sind. Diese Geschichte ist ein Denkmal für die unbekannten Helden der Natur. Jumbo hat uns gelehrt, dass Heldenmut nicht immer laut sein muss. Manchmal sitzt er einfach nur still da und hält Wache. Wenn Ihnen diese tiefe und ausführliche Erzählung gefallen hat, teilen Sie sie bitte mit Menschen, die heute eine Erinnerung an das Gute in der Welt brauchen. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere solche epischen Geschichten. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.